Ahoi meine Lieben, ein Jahr ist es jetzt her oder mehr sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Ihr habt trotzdem wieder eingeschaltet. Was ist in dem Jahr passiert? Wo bin ich überhaupt? Und wie geht's weiter? Das erzähle ich euch jetzt. Das Wo haben die meisten jetzt wahrscheinlich schon erraten. Hinter mir die Wartburg. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich ein halbes Jahr in Eisenach gewesen. Wieso, weshalb, warum? Das erzähle ich euch später. Kommen wir erstmal zu dem Jahr davor. Und warum habe ich keine Videos hochgeladen? Wir waren viel arbeiten, sage ich mal, auf diversen Campingplätzen oder mehr oder weniger legal errichtete Dörfer im Süden Spaniens. Und ja, hat sich irgendwie nie ergeben. Wir hatten auch nicht immer die Möglichkeit, Internet oder auch großartig Strom zur Verfügung zu haben. Und ja, irgendwie hat mir da so die Muße gefehlt. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem auch wandern war und ein paar Videos oder ein paar Aufnahmen gemacht habe. So werdet ihr jetzt in der nächsten Zeit auch ein paar Videos aus Spanien noch sehen. Denn ich war unter anderem auch knapp 2 Wochen an der Costa Brava entlang wandern. Also ganz konkret den Camino de Ronda. Knapp 250 Kilometer waren es, glaube ich, gen Frankreich. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, letzten Winter sind wir dann tatsächlich nach Deutschland zurück. Vor allem deswegen, weil meine Oma ihr 80. Geburtstag hatte und da wollte ich natürlich dabei sein. Weswegen wir uns dann per Anhalter nach Deutschland gemacht haben. Kurzen Abstecher in Paris, weil der eine LKW-Fahrer da zufällig dran vorbeigekommen ist. Da sagt man natürlich nicht nee. Wenn man 1 plus 1 zusammenzählt, dann kommt man drauf, dass ich dann halt eben seit Ende des Jahres auch knapp, zumindest seit Januar, in Eisenach bin. Wieso? Weshalb? Naja, arbeiten, Geld verdienen. Denn unsere Idee ist es jetzt tatsächlich, uns auch ein Dach über den Kopf zu besorgen. Oder über den Köpfen. Will sagen, wir suchen jetzt tatsächlich auch ein Auto, kleinen Transporter oder so, was wir uns ausbauen können. Denn nach 4 Jahren, ich bin jetzt tatsächlich in meinem 4. Jahr, im August wären es 4 Jahre, wo ich jetzt aus meinem Rucksack lebe und im Zelt schlafe, wenn man so will. Und irgendwann darf dann da auch mal ein bisschen Komfort, denke ich mal. Auf jeden Fall ist das jetzt so ein bisschen unsere Idee. Wir haben noch keins gefunden. Falls also jemand eine Idee hat, falls irgendjemand einen kleinen Transporter oder so, einen Caddy oder keine Ahnung was bei sich im Garten stehen hat und den er nicht benutzt, meldet euch. Ist jetzt tatsächlich nicht der beste Markt leider. Also ist tatsächlich relativ schwierig geworden. Da sind wir ein wenig zu spät dran. Aber das wird sich auch irgendwie regeln. Und ja, von dem her, halbes Jahr jetzt Eisenach hier bei einem relativ großen Logistikdienstleister gearbeitet als Kommunikator, Personalkoordinator für das spanisch sprechende Personal. Ganz spannend eigentlich, hat aber auch gereicht. Also ich muss sagen, so ein Winter im Büro, da bin ich echt nicht für gemacht, ne? Also hat mir auf jeden Fall gereicht. Ach, schaut mal. Auch schön, oder? Wir sind jetzt übrigens auf dem Lutherweg, der gleichzeitig auch zum, wie sagt man, Jakobsweg-Netzwerk entlang geht. Denn jetzt, wo der Winter vorbei ist, ist es hier in Eisenach echt schön. Also, es ist eine Kleinstadt, hat einen schönen, gemütlichen Ortskern, schön viel Altstadt. Also, kann man schon genießen. Aber jetzt mit der Natur hier, es dauert wirklich keine halbe Stunde und dann ist man mitten im Thüringer Wald, wenn man so will.
Und so genieße ich jetzt meine letzten Wochen hier, immer mit Wandern. Und hier beginnt auch irgendwo der Rennsteig, 150 Kilometer knapp, Richtung Tschechien. Den habe ich mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen für die nächsten Monate, wo ich nicht mehr arbeiten werde, meine Woche Rennsteig wandern. Nehme ich euch natürlich auch mit. Doch jetzt wird es erstmal zu meiner Oma gehen, beziehungsweise auf den Spreeradweg, der bei ihr um die Ecke losgeht sozusagen. Meine erste Radtour, bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Ja, und dann eine Woche sozusagen ab nach Berlin in die Heimat geradelt. Und da sind wir dann halt auch schon beim Thema, wie soll es jetzt weitergehen? Also mal abgesehen von Rennsteig wandern, Spreeradweg radeln, ist das große Projekt eben wie gesagt Auto finden und ausbauen. Denn langfristig bzw. zum Ende des Jahres hin soll es mit dem Auto nach Italien gehen. Italien erkunden. Die letzten 3 Jahre waren ja dann doch schon eher von Spanien und der Karibik dominiert. Und jetzt einfach mal ein neues Land, eine neue Nation, neue Gegend erkunden, ab nach Italien, ein bisschen Italienisch lernen und eben Abenteuer Auto starten. Ich habe ja schon mal für eine Woche mir das Auto von einem Kumpel ausleihen dürfen. Ein kleiner Toyota Yaris, wo er sich ein Bett reingesetzt hat. Also auch in so einem kleinen Auto geht das. Liebe Grüße gehen übrigens raus. Vielen Dank dafür. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war ein nettes Abenteuer damals. Aber ich muss auch sagen, hat mir nach der Woche dann gereicht. Liegt aber vielleicht auch daran, weil ich eben alleine war und noch nicht so richtig auf dem Trip Auto war. Nach 3 Jahren, das ist jetzt 3 Jahre her, hat sich das ein bisschen geändert, beziehungsweise zu zweit ist es dann sicherlich auch nochmal eine andere Geschichte. Von dem her hoffe ich mal, dass es klappt mit dem Auto. Wie gesagt, wenn jemand eins im Garten stehen hat oder so, sagt Bescheid. Das ist dann eben auch so ein bisschen die Idee, die ich jetzt mit dem Kanal verfolgen will. Also wie immer, alle 2 Wochen wird es irgendwie ein Wandervideo geben oder auch gerne mal informative Videos im Sinne von, keine Ahnung, wie sieht mein Gepäck auf so längeren Wanderungen aus? Wie sieht mein Gepäck ganz allgemein aus, wenn ich aus dem Rucksack lebe? Natürlich, wie baue ich jetzt das Auto aus? Nehme ich natürlich mit auf, klar. Aber ja, allgemein, was euch so interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann schaue ich mal, wie wir weiter dazu ein Video machen können. Es kam ja jetzt schon die Frage auf, wie verdiene ich überhaupt meinen Unterhalt unterwegs? Dazu wird es ein Video geben. Oder auch so zum Thema Workaway. Das Video ist ja auch sehr gut angekommen. Das heißt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so für Fragen habt, was euch interessieren würde. Und dazu mache ich dann gerne mal ein Video. Zusätzlich wird dann mindestens einmal im Monat, vielleicht öfter, mal schauen, immer so ein kleines Update-Video, Vlog geben, wie auch immer. Wo wir von unseren alltäglichen Abenteuern erzählen, wo wir gerade unterwegs sind etc. Zum Abschied zeige ich euch jetzt gleich erstmal noch den Ausblick hier über den Thüringer Wald. Und hier oben in der Ecke verlinke ich euch ein Video zum Caminito del Rey, eine kleine Schluchtenwanderung, die wir nördlich von Malaga gelaufen sind, auch ganz nett. Und ansonsten sehen wir uns in knapp 2 Wochen wieder, würde ich sagen. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt nach so langer Zeit. Und bis dahin erstmal. Ciao, ciao.